Ich habe jetzt 9 Snowboards in 7 Tagen getestet. Einige davon brandneu, gerade ist auf den Markt gekommen. Andere sehr, sehr experimentell. Und ich muss euch sagen, da gab es einige Überraschungen, positive Überraschungen und so Überraschungen. Bin gespannt, was euch überrascht. Schauen wir uns das Video an. So, willkommen zu dem neuen Boards Showdown. Ah ja, Spaß muss sein. Really funny. What do you mean I'm funny? So, wir haben das Battalion Goliath, das Battalion Goliath Plus, das Yes Walker, das Yes All Out, das Double Deck Carving D, das Double Deck Turning D, das Goodboards Novum in der Extra Wide Variante, sehr, sehr wichtig, das Goodboard Apical in der extra weiten Variante und das Goodboard Wooden, also auch in der extra weiten Variante. Und ich habe getestet auf Carving, Pop und Playfulness, also wie spielfreudig bist du mit dem Board, und dann Forgiveness und Stability, also wie verzeihend sind das Board. Einfach aus dem Grund, weil ich das die 3 wichtigsten Kategorien finde, und natürlich wieder aus der Medium Snowboarder Level Sichtweise, weil ihr kennt ja, Expertenmeinung gibt es genug, aber ich finde, es gibt halt viel zu wenige, die sich das anschauen aus der Anfänger mittelguten Perspektive, weil wir haben einfach andere Anforderungen an das Board. Ach, noch ein Disclaimer hier ganz kurz. Das Video ist nicht bezahlt, kein Geld für das. Ich habe aber die Boards eine Woche umsonst bekommen zum Testen. Also da danke auch nochmal an die verschiedenen Boards und auch an Jörn, der welche da mir gegeben hat. Lass uns mal zu den Boards gehen. Dann haben wir erstens das Battalion. Das Battalion, sehr, sehr bekannt für ihre Triple Base Technology. Ja, wir haben hier so an der Nose and Tail so ein Lift, also das ist erhöht, und das soll einfach verhindern, dass ihr verkantet. Und ich habe getestet das Goliath. Es wird vermarktet als ein sehr verzeihendes All-Mountain-Board, welches halt die perfekte Balance für alle verschiedenen Konditionen auf der Piste euch geben soll. Und dann haben wir das Goliath Plus, und das Goliath Plus ist halt steifer, aggressiver. Ihr könnt euch das als den großen Bruder vom Goliath vorstellen, ja, der einfach ja ein bisschen mehr Speed reingibt, mehr Pop und definitiv, also jedenfalls auch vom Marketing, weniger Vibrationen haben, einen sanften Ride, der euch geben soll, und das soll laut Battalion durch der Kombination aus dem Air Ride Dampening und der mehr Stiffness vorbeikommen. Dann haben wir als nächstes das Yes, und das Yes, da habe ich mich so gefreut, dass ich endlich mal das Yes testen kann, vor allem das Walker, was eines der Favorites vom Jörn ist. Das Walker ist so ein deutlich kürzeres, aber breites Board mit diesen sozusagen Mid-Bite Sidecuts, ja. Speziell eigentlich eher gebaut für Advanced zu Experten Snowboardern, und das Walker ist so ein Hybrid eines Powder- und Freestyle-Boards. Was lustig ist, weil ich habe dann das All-Out auch getestet, was ähnlich ist. Und jetzt kommt, das Walker ist also sehr, sehr leicht, also auf Leichtbauweise gebaut mit einem Poplar Paulovnia Bamboo Core. So 30% Paulovnia, um halt Gewicht zu sparen, und Bambus Streben für den Pop. Und dann haben wir das All-Out. Das All-Out ist eigentlich ein Directional Twin und hat so Slambacks, also dass ihr euch für Powder ganz nach hinten eure Bindung stellen könnt. Und es ist, wird vermarktet als Surfing-Inspired Snowboard, das einfach von einem Freestyle-Board zu einem Powderboard umgebaut werden kann. Sozusagen ein Do-It-All von Powder zu Puck. Und vom Profil her ist es eigentlich ein traditioneller Camber. Dann als nächstes haben wir aus Deutschland, aus der Höhle des Löwens, ja, sehr geiles Board, sieht aber super merkwürdig aus, wenn ihr es erstmal auspackt. Das Double Deck, und das Double Deck hat dieses patentierte diese Double Deck Technology, was eigentlich so sozusagen ein zweites Board auf dem Hauptboard ist. Und da habe ich das Carving D getestet. Das, ich nehme es mal vorweg, ist ein Carving Monster, ja, mit einem Camber dominierten hybriden Profil, mit einer
leicht Rocker, Directional Twin Shape und Medium Flex. Und dann haben wir das Turning D, eine weichere, mehr verspielte, vor allem sehr beginnerfreundliche Variante. Und vor allem hier die Drehfähigkeit wird hier stark vermarktet bei dem Board. Dann haben wir Goodboards, ja. Ich habe auch immer Goodboards, weil ich habe mich ja ständig so gefragt und ich bin froh, dass ich auch echt diese Goodboards bekommen habe. Ich habe das Novum in der, wie gesagt, extra wide Variante. Ich glaube persönlich, das ist das breiteste Board, was ich kenne in Europa. Es ist ein Twin-Tip Freestyle All-Mountain Board mit einem Hybrid Camber Rocker Profil, also 60% Camber, 40% Rocker. Und was super interessant ist, was ich nicht wusste, ist, dass es sehr, sehr weich ist. Es hat also nur eine Stiffness von 4 aus 10, was es sehr, sehr weich macht. Und dann haben wir das Epical, was eigentlich so ein All-Mountain-Board ist mit dem sogenannten Vivid Camber, also 90% Camber, 10% Rocker. Wenn ihr Goodboards kennt, kennt ihr das Wooden, das Flagship-Modell. All-Mountain Free-Shape Board mit einem Full-Camber-Profil mit einem 10 mm Setback. Medium zu stärker Stiffness, 6 von 10. Und dann halt so einem Basalt-Carbon-Kevlar Doppel-Holzkern. Was auch immer das ist. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. Wir nehmen es auch ein bisschen leichter aus der Medium-Level Snowboard-Richtung. Also, 9 Boards. Fokus auf Carving, Pop, Playfulness und Forgiveness und Stability. Da lasst uns in die Kategorien gehen. Fangen wir an mit Carving und wenn ihr den Kanal kennt, wisst ihr, ich liebe Carving. Wir haben 3 Boards, die wirklich herausstachen. Das Double Deck Carving D, Name ist Programm. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dem Ding zu carven. Ich habe ein paar Kritikpunkte. Ich komme aber noch dazu, wenn wir zu meinen Favoriten reden. Dann das Yes All Out, was meine persönliche große Überraschung war, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so geil die Kante halten kann und so geil im Carving ist. Also richtig geiles Board. Und dann noch das Goodboards Novum. Ich sag's, ich wiederhole mich, aber ich denke, das ist wichtig, dass es die extra wide Variante ist, weil das ist auch so ein Carving-Monster gewesen und kommen auch noch mehr ins Detail. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Als nächstes dann Pop und Playfulness, also wie verspielt und wie viel Pop gibt es. Ihr wisst, ich bin jetzt kein Parkrider, aber ich liebe es, auf der Piste rumzuspielen, Tricks zu machen, einfach da wirklich Spaß auf der Piste. Und da sind jetzt folgende Boards richtig rausgestanden. Das Yes All Out, saugeil, wie es die Kante hält, aber auch überrascht, wie leicht es ist, ja, und was für einen geilen Pop das Ding hast und es trotzdem noch richtig gut verzeihend ist. Ja? Ich hatte so richtig Spaß auf der Piste mit dem Board. Also ich bin hoch, runter. Ich bin das Board fast den ganzen Tag gefahren und musste dann mit den anderen Boards noch aufholen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Dann, was auch richtig geil war das Double Deck Turning D, was eine softe Variante des Carvings D ist und auch kürzer. Sehr verspielt. Diese Drehfreudigkeit konnte man wirklich merken. Ich fand, es war recht einfach, schöne Kurven zu fahren, sehr gemütlich, sehr verzeihend, geiles Board. Dann das Goliath Plus. Und das Goliath Plus, da habe ich einfach geliebt, wie geil ich aggressiv fahren kann. Ja? Aggressiv verspielt fahren kann, so richtig von eine Kante in die andere Kante, dann einen Sprung da mitten rein, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann auch eigentlich das Walker. Als ich drauf gesessen habe, habe ich richtig gemerkt, okay, ich verstehe, warum der Jörn das liebt. Das Problem bei dem Walker war bei mir nur, ich hatte Probleme mit Switchfahren. Ich war ständig nicht in Balance und mich hat es ein paar Mal hingehauen. Also Switch ging gar nicht und dann hatte ich auch wirklich kein Vertrauen mehr in das Board, da noch mehr zu tun. Und ich bin dann auch zum Jörn gegangen und habe ihm das erzählt und dann hat er sich das Board angeschaut und gemeint, ach scheiße. Da hat er wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Er hat mir wahrscheinlich ein zu kurzes Board gegeben für meine Größe und mein Gewicht, ja, vor allem. Und da das ja eh schon ein sehr kurzes Board ist, er meinte, dass die Probleme wahrscheinlich daran lagen, dass mein Board dann undersized ist und ich auf alle Fälle ein längeres Board gebraucht hätte. Daher, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach aus dem Ranking raus. Ich weiß, es lieben viele, fand ich jetzt ein bisschen schade, wollte ich aber erwähnen. Dann, letztes,
Forgiveness Stability, also wie viel Zeit ist das Board? Und da waren 2 Boards, die wirklich, wirklich rausstanden. Das Battalion Goliath, also der kleine Bruder vom Goliath Plus. Und da hatte ich das Gefühl, dass diese Triple Base Technology jetzt nicht wirklich nur Marketinggeschwätz ist, sondern dass das wirklich ein Ding ist, weil ich habe ein bisschen versucht, so leicht zu verkanten und ich hatte wirklich das Gefühl, es verzeiht richtig viel. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ich finde es richtig gut, wenn es gut verzeiht, weil es erlaubt dir dann mehr Vertrauen ins Fahren zu haben und mehr auszuprobieren und mehr mit dem Snowboard zu machen. Was viele Pros und Experten, wenn du euch Videos anschaut, sagen, nein, das dürft ihr nicht machen, ihr müsst die Technik von Anfang an richtig lernen, ihr müsst es lernen, wie man hinfällt. Und nee, ist doch ein Scheiß. Wenn es sich ständig auf die Schnauze haut und ein paar Mal richtig derbe, dann sagst du doch einfach nur, hey, ich habe keinen Bock, ich glaube, das Snowboarden ist nichts für mich. Und dann wirst du es nie lernen. Also habe ich lieber doch ein Board, das sehr verzeihlich ist, wo du wirklich Vertrauen aufbaust in deine Fahrkünste und dann, wenn du besser wirst, immer mehr an deiner Technik arbeitest. Von der würde ich auf alle Fälle so ein Goliath oder dieses Turning D euch empfehlen. Turning D auch sehr, sehr verzeichnet. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dieser zweite Bow da, der hat einiges, dadurch, dass es hat ein bisschen flexibel gemacht und es hat einiges das Verkanten aufgefangen. Also coole Boards. Aber lass uns jetzt ins Eingemachte kommen. Kommen wir zu dem Endresultat und meinen persönlichen Favoriten. Und wenn ihr den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr ja, ich liebe Carving, aber ich liebe auch Rumspielen auf der Piste. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich bin ja kein Parkrider. Daher ist das Endresultat und meine persönlichen Favoriten gehen gar nicht auf Park ein. Und das hat einfach einen Grund. Ich bin über 40 und ich habe Frau, Kinder, einen Job. Und ich möchte es einfach nicht riskieren, da eine größere Verletzung mir einzuholen. Mich hat es ja, wenn ihr ein paar Videos kennt, hat es mich ja vor 1,5 Jahren richtig derbe bei einem Sprung geschmissen. Und ja, ich fahre Park, einfache Sachen, aber jetzt nicht exzessiv. Und daher ist das halt hier ist Park nicht in der Bewertung drin. Rang Nummer 3, das Double Deck Carving D. Das ist halt einfach eine Carving-Maschine. Ja? Also wenn ihr Speed wollt, wenn ihr Carving wollt, wenn ihr Canyons durch die Piste ziehen wollt, dann ist das Carving D wirklich euer Board. Und vor allem durch diesen Bow seid ihr noch ein bisschen höher. Das heißt, die Gefahr vom Boot-Out ist nochmal deutlich verringert. Geiles Board. Und wenn bei meinen persönlichen Favoriten es um Rang 1, nur um Carving gehen würde, dann wäre dieses Board Rang 1. Aber ich habe halt 2 so kleine Kritikpunkte. Das sind nicht klein. Ich habe 2 Kritikpunkte. Erstens der Preis. Das Ding kostet 1.000 Euro und das ist halt doch etwas, das nicht einfach für alle zu stemmen ist. Und das ist halt schon ein bisschen hart. Und das Zweite ist halt, es ist schwer. Und das ist gut, wenn du wirklich Geschwindigkeit willst. Das ist saugeil. Aber wenn du halt Verspieltheit willst, schwer ist nicht so gut. Weil es ist dann schon echt deutlich schwerer einfach. Also ich hatte schon schwerer zu buttern und so weiter. Und lustigerweise, ich bin dann zu den Double Deck Leuten auf sie hingegangen und habe gesagt, hey, ich liebe euer Board, aber ich wünschte, ihr hättet so einen Hybriden zwischen dem Carving D und dem Turning D, wo du sagst, okay, eins, das halt saugeil carvt, aber mit dem man auch auf dem Board, auf der Piste rumspielen kann. Und lustigerweise haben die gesagt, die arbeiten gerade sogar an dem. Das kommt nächste Saison raus, nennt sich Rocker D und hohe Chance, dass ich es auch testen darf. Also freue mich schon drauf, bin echt gespannt, wie das Rocker D so wird. Dann Rang 2. Und eigentlich gibt es keinen Rang 2, es ist zweimal Rang 1, weil ich konnte mich nicht entscheiden zwischen dem All-Out und dem Novum in der extra White Variante. Das Novum, wie gesagt, hat mich halt mega überrascht, weil so spielerisch, so leicht und Leichtigkeit macht halt viel aus bei dem spielerisch und trotzdem hält das Ding beim Carving die Edge wie ein richtiges geiles Carving Board. Also All-Out, geiles Board. Was ich wirklich ein bisschen bereue, ist bei dem All-Out und bei dem Novum ist, dass ich es nur eine Woche hatte. Beim All-Out, ich hätte einfach auch gern gesehen, wie weit ich mit dem Board gekommen wäre. Und bei dem Novum, es ist, und da auch eine Warnung an euch, es ist kein einfaches Board. Das habe ich schon wirklich gemerkt. Es ist ein geiles Board, aber es ist nicht einfach zu handeln. Und ich bin überlegen, ob ich es mir vielleicht sogar kaufe. Bin noch nicht sicher, aber definitiv, ich gucke mal, was ich damit mache mit der nächsten Saison. Weil ich fand es wirklich ein geiles Board. Okay, also das sind jetzt meine Favoriten.
Was würde ich euch empfehlen? Und ich habe noch für euch extra bei Reddit geguckt, in Blogs, Snowboard-Blogs geguckt und in Snowboard-Forum geguckt, was denn auch so die Internet-Community zu den Boards sagt, um euch da eine zweite Perspektive zu geben, weil das ist immer gut. Ja? Ich habe meine eigene persönliche Perspektive und dann schauen wir mal, was das Internet sagt, und ihr am Ende müsst ihr entscheiden, welches Board für euch das Richtige ist. So Anfänger zu Fortgeschrittene, dann würde ich euch empfehlen, das Goliath oder das Double Deck D. Problem jetzt hier mit dem Internet ist, Double Deck Turning D ist gerade erst auf den Markt gekommen. Ist super, super neu, da konnte ich leider nicht wirklich was finden. Bei dem Goliath konnte ich aber einiges finden. Also sehr, sehr vielfältig. Für den starken Pop wurde es gelobt, für die Agilität. Dann sowas wie, dass der Camber plus eben diese Carbon-Tubes wirklich so diesen geilen Pop und Snap geben. Also diesen geilen Snap für Ollies und für Jumps geben. Und dass es trotzdem sehr verzeihend ist bei Landungen. Und was ja wichtig ist, wenn man Intermediate ist, dass es verzeiht und dass es halt auch ein bisschen spielerisch ist, damit du schon Sachen ausprobieren kannst. Ja? Gern bezeichnet als spaßiger Allrounder oder als Allrounder, der halt alles machen kann. Ja. Also das wären sozusagen meine 2 Picks für Anfänger bis Fortgeschrittene. Also wenn du das Video hier kennst mit dem billigsten Snowboard on Amazon, dann weißt du ja, dass mein Tipp ist, dass wenn ihr schon mal ein bisschen fahren könnt, dass ihr anfangen solltet mal zu testen, was für ein Fahrer seid ihr. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein Fahrer bist, der Carving liebt und Geschwindigkeit liebt, dann wäre mein Pick das Double Deck Carving D für dich. Und so vom Internet war jetzt auch nicht so einfach, da was zu finden, was halt auch noch recht neu ist, erst eine Saison. Was ich aber finden konnte, war so, dass es halt sehr kniefreundlich ist. Carving Monster, ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, aber das war es dann halt eigentlich auch. Wenn du jetzt jemand bist wie ich, der halt Carving und Verspieltheit mag, dann würde ich dir das Yes All Out oder das Goodboard Novum in der extra Wide Variante empfehlen. Bei dem All Out, da wird wieder die Vielfältigkeit hervorgelobt. Was halt auch im Internet halt immer wieder vorkommt, ist halt dieser Strong Edge Hold, dass er halt die Kante halt wie Sau, der wahnsinnig geile Pop für die Jumps und dann halt, dass man dieses Slamback nutzen kann, um halt damit Powder zu gehen. Zum Powdern kann ich jetzt halt nichts sagen, weil ich bin halt nicht Powdern. Da war keine Zeit für Powdern und auch nicht bis jetzt auch der Schnee nicht gut genug für Powder. Und dann das Novum. Das Novum wird halt oft beschrieben als so underrated Freestyle Twin. Gut für Leute, die große Füße haben, was das Sinn macht, weil es halt wirklich breites Board ist. Und dann haben wir natürlich noch, wenn ihr komplett verspielt seid, ja, dann würde ich euch auf alle Fälle das All Out, das Turning D, den Goliath und den Goliath Plus empfehlen. Von den vielen habe ich ja zu 3 schon was gesagt. Bei dem Goliath Plus, da hat es so Stimmen aus dem Internet, dass Leute lieben dass es sehr, sehr aggressiv ist und halt auch für Riders, die halt ein bisschen schwerer sind. Ich habe Sachen gefunden wie, es macht super Spaß, es ist super snappy, es ist sehr vielseitiges Board, das halt sehr verspielt sein kann, ist, aber halt auch sehr aggressiv gefahren werden kann. Ja, so. Das sind jetzt meine 9 Boards, der 9 Board Showdown. Wenn ihr jetzt sagt, hey, da fehlen aber noch 3, ja, das ist richtig. Zum einen, wie ich gesagt, das Walker habe ich aus dem Ranking genommen und dann das Wooden und das Apica von Goodboard. Das waren gute Boards, aber die standen jetzt nicht wirklich irgendwie stachen nicht heraus. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht besonders ins Ranking genommen. Aber wenn ihr da anderer Meinung seid, wenn ihr diese Boards schon gefahren seid, vor allem eben zum Beispiel das Walker, weil da würde ich halt echt gerne wissen, woran das lag, dass ich Probleme hatte, dann lasst mich wissen. Ich lese das alles. Ich versuche auch zu antworten und dann freue ich mich bei dem nächsten Video. Und wenn ihr noch ein bisschen gucken könnt und wollt, was passiert, wenn man sich das billigste Snowboard bei Amazon holt, dann schaut euch dieses Video hier an. Viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Video.